Hallo, dieses Video ist für Schüler, Studenten und für alle, die ihre Messdatenauswertung mit Excel vernünftig präsentieren müssen und für Leute, die sich nicht in LaTeX einarbeiten wollen. Ich werde mit euch einfach mal ein wissenschaftstaugliches Diagramm erstellen. Das alles dient dazu, dass eure Ausarbeitung nicht so aussieht wie hier. Ja, einfach das erstbeste Diagramm genommen. Hier steht noch Diagrammtitel, wurde nicht geändert. Keine Achsenbeschriftung, keine Einheiten, nichts. Hier wurde auch nicht gewusst, dass Excel schon eine interpolierte Linie zwischen den Datenpunkten macht, damit das Ganze etwas smooth aussieht. Hat leider nicht so geklappt, weil das Ganze hier viel zu grobmaschig ist. Damit das Ganze jetzt nicht so aussieht, wollen wir uns mal einen kleinen Sachverhalt angucken. Stellt euch vor, ihr erwärmt einen Körper. Wir haben also eine Solltemperatur und eine Ist-Temperatur. Und die Raumtemperatur scheint eine Rolle zu spielen, ja, in diesem Beispiel. Das bedeutet, wir kriegen den Körper nicht ganz runtergekühlt auf 15 Grad. Andersrum genauso. Wenn wir auf 75 Grad heizen, hat der Körper am Ende nur 70,3 Grad, weil was in den Raum übergeht. Hiervon wollen wir nun ein Diagramm erstellen. Wir markieren hier alles, gehen auf Einfügen, gehen auf weitere Diagramme, denn wir wollen hier kein Punktdiagramm haben, weil Excel hier zum Beispiel interpolierte Linien macht. Das wollen wir so nicht machen. Wir wollen ein Diagramm haben mit geraden Linien. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hierauf und dann hierauf. Okay, wenn ihr jetzt das Diagramm größer machen wollt, klickt ihr einfach hierauf. Diagrammtitel entferne ich jetzt mal, weil ihr müsst in eurer Ausarbeitung schreiben, was ihr da genau gemacht habt oder was ihr hier zeigt. Dann geht ihr auf Achsentitel. Dann schreiben wir hier schnell alles rein, zum Beispiel T soll in Grad Celsius und hier T ist. Okay, dann können wir jetzt noch eine Legende drunter fügen, zum Beispiel hier Datenreihe 1. Wenn wir das Ganze nur so machen, dann sieht das so aus. Wir können das auch auf rückgängig gehen. Wir können natürlich auch sagen, Legende unten. Wir können jetzt unsere Daten noch umbenennen, das können wir einmal machen. Zum Beispiel hier T ist in Abhängigkeit von T soll. Gut. Jetzt klicken wir einmal auf diesen Graphen und sagen Datenreihen formatieren, denn wir wollen nur unsere Datenpunkte darstellen. Dazu sagen wir keine Linie, gehen dann auf Markierung und sagen jetzt hier einfarbige Linie, das Ganze in schwarz und hier auch nochmal einfarbige Füllung, das Ganze in schwarz. Gut. Also bei der Temperatur können wir jetzt annehmen, dass es hier einen linearen Zusammenhang gibt. Das bedeutet, die Temperatur wird jetzt nicht zwischendrin zwischen zwei Datenpunkten mal eben nach unten gehen und dann wieder nach oben. Solche Fälle gibt es in der Optik, also jetzt nicht mit Temperaturen, sondern einfach mit Polarisation. Ist jetzt egal. Wir können annehmen, dass das so ist. Wir wollten allerdings Excel keine Linie von vornherein machen lassen, weil wir jetzt eine machen, einfach um einen optischen Vergleich zu haben. Das heißt, wir bauen eine Regressionsgerade ein oder auch eine Fit-Gerade. Wir gehen hier also auf Trendlinie und damit jetzt nicht irgendwas passiert, klicken wir nochmal auf den rechten Pfeil und schauen jetzt uns einfach mal ein paar Sachen an. Okay, in dem Fall ist linear einfach am besten, aber man könnte hier noch andere Sachen wählen, ja, auch hier den Grad nochmal einstellen und sagen jetzt, das ist das Wichtigste, Formeln im Diagramm anzeigen und schon kennen wir unsere Funktion. Gut, jetzt geben wir dem Ganzen noch eine andere Farbe. Ich sage jetzt einfach mal grau, ein bisschen dünner und ändern den Strichtyp. Sieht doch gleich ganz anders aus und vor allen Dingen ist es sichtbar, dass wir das gemacht haben. Und jetzt in diesem Beispiel noch einen kleinen Bonus. Ich habe hier eine Funktion f von x gleich x, also einfach eine Gerade 1:1. Ja. Die können wir auch noch einfügen als optischen Vergleich. Das heißt, wir gehen jetzt auf unsere Daten, sagen hier Daten auswählen, hinzufügen und sagen f von x gleich x.
und fügen hier dann die Werte hinzu. So, hier können wir jetzt natürlich sagen, einmal Rechtsklick, Datenreihen formatieren. Hier können wir jetzt natürlich sagen, wir wollen eine Linie haben. Die soll als Beispiel rot sein, nicht ganz so dick vielleicht. Und die Punkte nehmen wir jetzt raus. Jetzt können wir noch eine Sache machen, und zwar klicken wir nochmal aufs Diagramm an sich, Diagrammbereich formatieren und geben dem Ganzen jetzt noch einen kleinen Rahmen. Jetzt gehen wir hier mit Rechtsklick auf Achse formatieren und schauen uns hier mal die Teilstriche an. Hier können wir jetzt natürlich sagen Kreuz, dann kommen hier nochmal ein paar Linien dazu. Und wenn ihr hier noch was ändern müsst, das ist jetzt hier positiverweise schon ab 0, muss aber nicht immer so sein von automatisch. Das heißt, ihr geht hier nochmal auf Achse formatieren und könnt dann hier nochmal ein paar Werte anpassen. Auch hier kann ich nochmal sagen, gehen wir auf Kreuz, dann ist das Ganze noch etwas deutlicher. Gut, das war's soweit. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache auf jeden Fall nochmal Part 2.